Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen veganen Rezeptvideo von mir. Heute zeige ich euch ein überaus deliziöses Rezept aus teigummanteltem Blumenkohl in hochwertigem Kokosöl oder Ghee ausgebacken und mit meinem leckeren Cashew-Dip zusammen serviert. Noch nie hat mir Blumenkohl so lecker geschmeckt, Mashallah, und deshalb möchte ich euch dieses vegane und zugleich auch ketogene Rezept nicht vorenthalten. Wir benötigen Bio-Blumenkohl, wovon wir die Blätter entfernen. Die Blätter werden wir entsaften, denn sie enthalten super gesunde Inhaltsstoffe, also auf gar keinen Fall wegwerfen. Mein Video dazu, wie man dieses gesunde grüne Lebenselixier herstellt, das werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Den Bio-Blumenkohl werden wir jetzt in ganz kleine Röschen unterteilen. Wichtig ist, dass die Röschen eben ganz klein sein werden, damit sie später gut garen können, denn wir werden sie nicht vorkochen. Und sobald wir das getan haben werden, fangen wir mit der allerwichtigsten Zutat an, und zwar mit der Marinade. Dazu geben wir Bio-Kichererbsenmehl hier in die Schüssel und dieses kann mit keinem anderen Mehl ersetzt werden. Folgende Gewürze kommen hinzu: Kurkuma, frisch geschossener schwarzer Biopfeffer, Kräuter der Provence, Knoblauchpulver, Paprika oder Chili, rote Lebensmittelfarbe und ganz oben sehen wir noch mein Rosmarinsalz, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Das Video dazu kann ich euch hier oben nochmal verlinken. 2 Esslöffel Bio-Tomatenmark kommen noch hinzu. Dann kommt als nächste Zutat Johannisbrotkernmehl hinzu. Natürlich auch von Bio-Qualität. Davon nehmen wir einen kleinen Teelöffel. Der sorgt dafür, dass die Marinade hinterher gut zusammenhält. Dann kommt noch ein Teelöffel Backpulver hinzu. Und dann werden wir das Ganze jetzt mit dem Schneebesen vermischen, während wir langsam so viel Wasser hinzugeben, bis ein gleichmäßiger, homogener Teig entsteht. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Gut verrühren, damit keine Klumpen entstehen, denn das Kichererbsenmehl neigt dazu, Klümpchen zu bilden. Dann kommt noch eine wichtige Zutat hinzu, und zwar benutze ich hier mein Antibiotikum. Man könnte natürlich auch normalen Bio-Apfelessig verwenden, aber das Antibiotikum hat einen ganz besonders leckeren, pikanten Geschmack, der stark zu diesem köstlichen Geschmack beiträgt. Jetzt kommt einfach der gesamte Blumenkohl, also die ganzen Blumenkohlröschen, in diese Marinade. Hier hatte ich nur die Hälfte hinzugegeben, später habe ich nach und nach den restlichen Blumenkohl hinzugegeben. Und dann hatte ich noch gefriergetrocknete Kräuter hinzugefügt. Man könnte natürlich auch frische Kräuter verwenden. Wichtig ist jetzt nur, dass der gesamte Blumenkohl von allen Seiten mit der Marinade in Berührung kommt. Und sobald das der Fall ist, können wir schon mal anfangen, den Wok vorzubereiten. Hier wäre es schon von Vorteil, wenn man einen Wok benutzt und keine normale Pfanne, weil wir den Blumenkohl ja nicht frittieren, sondern nur anbraten werden, da wir kein billiges, toxisches Speiseöl in großer Menge benutzen werden, sondern nur hochwertiges Ghee oder auch bionatives Kokosöl. Und diese hochwertigen Öle werden natürlich sparsam benutzt, da sie nicht gerade günstig sind, weshalb wir einen Wok benötigen, der das Öl auf kleiner Fläche zusammenhält. Den teigummantelten Blumenkohl werden wir jetzt auf diese Weise auf Mittelstufe braten. Das ist wichtig, damit der Blumenkohl auch wirklich von innen komplett durchgaren kann und damit auch keine schädlichen Stoffe entstehen können. Wer dieses Gericht vollständig vegan haben möchte, der verwendet anstelle von Ghee, wie in meinem Fall jetzt, einfach das bionative Kokosöl oder auch geschmacksneutrales desodoriertes Kokosöl. Mit dem Messer kann man dann herausfinden, wann der Blumenkohl innen gar sein wird, und wenn er von beiden Seiten eine sehr schöne goldrote Farbe erlangt hat, ist der Blumenkohl fertig. Wir sehen also, wie super einfach dieses Rezept eigentlich zuzubereiten ist. Das kann jeder hinbekommen, da ist nichts Schwieriges dran, aber das Ergebnis ist einfach ein umwerfendes Mashallah. Nicht nur sieht dieser teigummantelte Blumenkohl sowas von köstlich aus, sondern er schmeckt einfach umwerfend. Ich habe noch nie so einen leckeren Blumenkohl gegessen. Allahumma barik. Hinzu kommt vor allem aber auch, dass es nicht nur vegan ist, sofern man es jetzt mit Kokosöl braten würde, sondern eben auch ketogen und sehr gesund. Denn wir verwenden hier kein Weizenmehl, weder das tote und wirklich giftige isolierte Auszugsmehl, noch auch das etwas gesündere Vollkornmehl. Denn beide Mehle sind kohlenhydratreich und haben einen negativen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel und damit auf unsere Gesundheit. Würde man es jetzt klassisch auf ketogene Weise herstellen, dann würde man normalerweise das Mandelmehl benutzen, aber dieses funktioniert in diesem Rezept nicht. Deshalb ist es richtig wichtig, dass wir eben das Kichererbsenmehl benutzen, welches natürlich auch noch gesundheitliche Vorteile mit sich bringt. Denn Kichererbsen wirken sich positiv auf die Verdauung, das Herz-Kreislauf-System und den Blutzuckerspiegel aus. Viele unserer Körpersysteme sind anfällig für
oxidativen Stress und Schäden, die durch reaktive Sauerstoffmoleküle entstehen. Unser Herz-Kreislauf-System, unsere Lungen und unser Nervensystem sind davon zuallererst betroffen. Gegen oxidativen Stress aber helfen Antioxidantien und diese finden sich in der Kichererbse zuhauf. Dazu gehören die Flavonoide Quercetin, Campherol und Myricetin sowie verschiedene Phenolsäuren. Sie enthalten überdies relativ große Mengen Mangan, ein Spurenelement, das in den energieproduzierenden Mitochondrien der meisten Zellen vorkommt und folglich an der Energiegewinnung beteiligt ist. Kichererbsen schützen Herz und Kreislauf, da sie in mehrfacher Hinsicht arteriosklerotischen Veränderungen entgegenwirken und damit das Risiko senken, eine koronare Herzkrankheit zu entwickeln. Auch sind sie perfekt bei Diabetes, da chinesische Wissenschaftler festgestellt haben, dass Kichererbsen sowohl zu einer gesünderen Bauchspeicheldrüsenfunktion als auch zu einer Minderung der Insulinresistenz beitragen können. Der Blumenkohl selber ist nicht nur kalorienarm und nährstoffreich, er enthält außerdem jede Menge sekundäre Pflanzenstoffe wie die Senfölglykoside, wie das Sulforaphan, welches beispielsweise eine Rolle bei der Vorbeugung von Brustkrebs spielt, da es im Körper Giftstoffe wie Östrogenderivate neutralisieren kann. Auch die Darmflora wird von einem verstärkten Blumenkohl positiv beeinflusst. Zu diesem köstlichen panierten Blumenkohl passt sehr gut mein Cashew-Dip. Wie man diesen leckeren Dip selber herstellen kann, das hatte ich euch im Video dazu schon gezeigt. Das kann ich euch hier oben nochmal verlinken. Ja, damit ist dieses Video beendet. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben von euch freuen und wenn ihr das Video mit anderen Freunden und Bekannten teilt. Auch freue ich mich über jeden motivierenden Kommentar. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Alaikum, eure Mariam.